Ich habe in meiner Praxis schon sehr viele Füße gesehen. Schöne Füße und auch nicht so schöne Füße. Heute geht es um die krassesten Fußfehlstellungen, die ich bis jetzt in meiner Praxis hatte. Bevor eure Muskeln streiken, klickt auf Abonnieren und dann auf die Glocke. Denn dieses Video ist nichts für schwache Nerven. Es gibt angeborene Fußfehlstellungen und erworbene Fußfehlstellungen. Hier in diesem Fall haben wir einen Patienten mit einer angeborenen Fußfehlstellung. Der linke Fuß ist jetzt nicht wirklich aufregend, auch beim rechten von unten sieht man nicht viel, nur dass eine Zehe sehr wenig zu sehen ist. Wenn man die Füße von oben anschaut, sieht man schon eher, dass sie verformt sind. Auf der linken Seite ist der zweite Zeh über den großen Zeh gebeugt und auf der rechten Seite hat der zweite Zeh eine Abknickung vorne im letzten Gelenk und er verdreht sich auch. Aber das Interessanteste an diesen Füßen ist, wie sie innen drinnen aussehen. Diese Röntgenbilder zeigen uns, wie der Fuß innen drin aussieht. Beim linken Fuß sieht man, dass die Fußwurzelknochen miteinander verwachsen sind. Auch neben dem Großzeh und neben dem Kleinzeh sind leichte Verknöcherungen zu sehen. Und auf der rechten Seite ist es ebenso. Die Mittelfußknochen sind verwachsen, vorne die Zehen stehen teilweise ganz schön schief. Und zählt einmal die Mittelfußknochen durch. Fällt euch irgendwas auf? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Hier zum Vergleich habe ich ein anatomisches Skelett, so wie die Zehen eigentlich aussehen sollten. Diese junge Dame hat eine angeborene Fußfehlstellung. Der Großzeh weicht ordentlich nach außen ab. Auch die zweite, dritte, vierte Zehe, alles weicht nach außen ab. Und die Dame ist zu mir gekommen, weil der Kleinzeh sich nach unten dreht und dadurch ein Hühnerauge hat. Von unten sieht es aus, als ob die Patientin nur 4 Zehen hätte. Aber wenn wir von oben gucken, sehen wir, dass die Patientin tatsächlich 5 Zehen hat. Diese Zehen liegen aber übereinander. Deswegen sieht man sie von unten nicht. Diese angeborene Fehlstellung hat sich nicht nur auf die Füße ausgewirkt, sondern auch auf den Händen. Man sieht deutlich auf der rechten Hand, Ringfinger und kleiner Finger haben abgeknickte, verknöcherte Gelenke. Auch auf der linken Seite ist der kleine Finger und der Ringfinger betroffen. Dieser Patient hat eine Syndaktalie. Eine Syndaktalie sind zusammengewachsene Zehen. Dies passiert schon im Mutterleib, da trennen sich nicht die Zehen, so wie bei den anderen, sondern sie bleiben einfach verwachsen. Das kann man im Babyalter ganz gut korrigieren, einfach mit einem kleinen Schnitt, aber an und für sich kann man das so lassen, es hat für das spätere Leben keine Beeinflussung. Diese Füße sind was ganz Besonderes. Diese Füße sind nämlich 2019 100 Jahre alt geworden. Diese Patientin läuft schon ihr ganzes Leben auf solchen Füßen rum. Sie muss natürlich immer orthopädische Schuhe tragen, weil in normalen Schuhen passen diese Füße nicht rein. Von unten her sieht man, dass die Großzehen ordentlich abweichen und auch die ganzen anderen Zehen Richtung Außenseite drücken und auch der Vorfuß ist ordentlich verbreitert. Von oben sieht man das Ganze noch besser, dass der Großzeh auch eine Drehung macht. Und zwar die Drehung nach unten, dass er leicht nach unten steht. Durch die Abweichung des Großzehs sind die ganzen anderen Zehen nach außen gedrückt. Aber das ist nicht die einzige Dame, die in ihrer Familie sowas hat. Das ist eine vererbte Fußfehlstellung. Hier haben wir zum Beispiel die Füße der Tochter. Die sind schon mehrmals operiert worden. Die linke Seite ist ordentlich verbreitert auch der Vorfuß, beim rechten Fuß geht es. Die Patientin hat schon etliche Operationen über sich ergehen lassen, damit es nicht so schlimm wird wie bei ihrer Mutter. Hier sieht man von oben ganz gut die ganzen Narben. Es ist jeder einzelne Zeh schon operiert worden und gerichtet worden, damit es eben nicht diese krasse Fehlstellung kommt, was die Mutter hat. Und ihre Tochter hat ebenfalls verformte Füße. Da habe ich aber leider keine Bilder dazu. Das Interessante bei dieser vererbten Fußfehlstellung ist, dass es nur die weibliche Linie betrifft. Die männliche Linie, wie ihr hier seht, hat kaum Fußfehlstellung. Auf der linken Seite ist das Großzehengrundgelenk vergrößert, auf der rechten Seite sieht man nicht recht viel Unterschied.
Was man auch im Allgemeinen in der Bewegung sagen kann, die Zehen sind etwas steifer als wir normal, aber ansonsten gibt es hier keine Einschränkungen. Wenn man die Füße des Herrn von unten ansieht, sieht man eigentlich nur einen Spreizfuß, aber ansonsten sieht man keine Fehlstellung. Der Hallux valgus ist einer der häufigsten erworbenen Fußfehlstellungen bei Frauen. Hier sieht man, dass der Großzeh ordentlich abweicht nach außen. Wenn er so einen Grad erreicht hat, das kann man eigentlich operativ auch nicht mehr wirklich korrigieren. Die Dame muss ebenfalls orthopädische Schuhe tragen, damit sie ein bisschen schmerzfrei ist. Bei dieser Patientin haben wir Druckstellen auf dem 2. und 3. Grundgelenk und man sieht auch ganz schön, dass der Großzeh auch eine ordentliche Abweichung hat. Und ja, diese Patientin muss ebenfalls orthopädische Schuhe tragen, um ordentlich laufen zu können. Diese Patientin hat ebenfalls einen Hallux valgus. Man sieht, dass die 2. Zehe eine Reiterzehe ist. Das heißt, sie reitet auf dem 1. Zeh. Der Großzeh hat eine ordentliche Abweichung nach außen. In diesem Stadium kann man das Ganze noch sehr gut durch eine Operation korrigieren. Der Operateur muss eben darauf achten, dass er nicht nur den Großzeh operiert, sondern auch den 2. Zeh, weil durch das, dass der 2. Zeh auf dem Großzeh drauf sitzt, ist er in seinem Grundgelenk überdehnt und das muss ebenfalls in der Operation gerichtet werden. Hier haben wir die Bilder nach der Operation, das ist ungefähr 2 Wochen nach der Operation. Sieht an und für sich sehr gut aus, das Ganze ist noch etwas geschwollen. Wer eine Hallux valgus Operation macht, muss sich darauf einstellen, dass er mehrere Monate nicht ordentlich laufen kann. Der Charcot-Fuß ist eine Komplikation beim diabetischen Fußsyndrom. Das heißt, der Körper wäscht quasi die Knochen aus. Sie leiden dann sehr in der Stabilität und somit werden die Mittelfußknochen brüchig oder sogar komplett weich. Und der Fuß beginnt sich zu entzünden, wird dick, schwillt an. Der Patient kann nicht mehr ordentlich laufen, Schmerzen hat er keine. Zum großen Teil betrifft es die Polyneuropathie-Patienten, das heißt, die schon eine verminderte Schmerzempfinden haben. Es gibt auch Patienten, die einen Charcot-Fuß haben und keine ausgeprägte Polyneuropathie haben. Der Charcot-Fuß tritt oft nur einseitig auf und nicht beidseitig. Es schwillt immer an, wird dick, wird rot. Es ist innerlich eine Entzündung, aber es ist eine Entzündung ohne ein Bakterium, das heißt, Antibiotika helfen da nicht. Die einzige Hilfe, die es beim Charcot-Fuß gibt, ist ein Wackschuh. Sieht aus wie so ein großer Skischuh. Da muss man den Fuß bis zum Unterschenkel reinmachen und komplett Druck entlasten, weil umso weniger Druck draufkommt, umso weniger verformen sich die Knochen dann und hinterher hat der Patient auch weniger Probleme. Das waren jetzt die krassesten Fußfehlstellungen aus meiner Praxis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid noch nicht vom Stuhl gekippt. Falls ihr noch auf dem Stuhl sitzt und noch nicht abonnieren gedrückt habt, dann drückt's jetzt und vergesst auch nicht die Glocke. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, eure Andrea. Tschüss.